Ja, dann bis dann. Und? Er will mich noch mal sehen. Ich habe sie gefunden. Sie ist Marc, bitte. Marc, weißt du was Neues von Caroline? Hey, was ist los? Hier. Ich soll es zurückhaben. Was soll das? Warum tust du das? Warum hast du mich nie so akzeptiert, wie ich bin? Ich habe dich echt geliebt, wie ich nie zuvor jemanden geliebt habe. Entschuldigen Sie. Arno. Das ist eine Überraschung. Ich hätte es mir beinahe denken können. Ja, ich auch. Ach, die Herren kennen sich. Leider. Mein Cousin. Philipp Brandner, ich komme auf Empfehlung von Clarisse von Anstetten und interessiere mich für den Posten als Projektleiter. Projektverhinderer, das beschreibt es besser. Ja, Sie sind mir von der Gräfin wärmstens empfohlen worden. Ich kann Ihnen sagen, wen die Dame da empfohlen hat, wärmstens. Das ist mein ehemaliger Bauleiter, der meine Firma in den Ruin getrieben hat. Seine Version. Er hat gepfuscht beim Bau der Messehalle. Er hat den Namen Brandner in den Dreck gezogen. Das wird das Gericht entscheiden. Vielleicht sollten wir unser Gespräch nachher fortsetzen. Wenn Sie so freundlich sein würden, so lange draußen warten zu wollen? Es passt haargenau ins Bild. Eine Empfehlung der Clarissa von Anstetten für diesen Menschen. Für mich allerdings, Herr Linke, erübrigt sich damit jedes Gespräch. Herr Brandner. Ich ziehe meine Bewerbung zurück. Guten Tag. Und sag schon, Ich habe sie noch nicht gefunden. wo steckt sie nun? Keine Panik. Marc findet sie. Ich werde noch wahnsinnig. Nina, hast du einen Trapper für mich oder sowas? Komm, das bringt doch nichts. Fahr nach Hause. Hm? Ja, vielleicht ist sie schon wieder zurück und wartet. Caroline ist nicht auf Friedenau. Christiane hätte mich sofort angerufen. Wieso meldet sie sich nicht? Da muss doch irgendwas passiert sein. Also, Gib ihm noch Zeit. Bis morgen. Ja, sie meldet sich bestimmt. Okay. Willst du mit nach Friedenau? Ich habe noch was zu erledigen. Später. Ciao zusammen. Ciao. Wo ist sie? in einem Hotel in Frankfurt. Und was sollte das Ganze? Warum darf ich ihm nicht sagen? Vertrau mir. Sei nicht so sauer. Henning ist ein Freund von mir und ich hasse es, Freunde anzulügen. Ich finde das ja auch nicht gut, aber in diesem Fall geht's nicht anders, Marc. Wir müssen mit Caroline sprechen, bevor Henning sie findet. Residenzhotel in Frankfurt, Zimmer 207. Danke. Ich warte auch nur bis morgen früh. Wenn Caroline Henning bis dahin nicht angerufen hat, sag ich ihm alles. Marc, Nein. bitte. Mist. Jetzt ist er stinksauer. Kann ich verstehen. Zeig mal her. Wo ist das? Fährst du hin? Ja, wenn Jonas meine Schicht übernimmt. Danke. Job hin, Job her. Das konnte ich mir nicht bieten lassen. Ich wäre auch gegangen an deiner Stelle. Du hast es ganz richtig gemacht. Philipp ist so ein Mieser. Mir fehlen echt die Worte. Da schnappt er dir jetzt auch noch die Arbeit weg. Und ich kann wieder Stellenanzeigen rauf und runter lesen. Kopf hoch, Arno. Du findest was. Das war ein abgekartetes Spiel. Philipp will sich an dir rächen, weil wir ihm die 5 Millionen abgenommen haben. Aber woher wusste er von meiner Verabredung mit Linke? Hast du vielleicht irgendwie was gesagt? Quatsch, bist du verrückt? Kein Wort, wann denn auch? Moment mal. Clarissa war doch vorhin hier, im Bistro. Ja. Sie hat bestimmt was mitbekommen von unserem Gespräch. Und Philipp sofort informiert. Ja, natürlich. Ja, so war's. Und dann hat sie den Linke bearbeitet, diesen fähigen jungen Mann zu nehmen und nicht das Auslaufmodell Brandner, dem das Wasser bis zum Hals steht. Philipp hat noch nicht gewonnen. Vor Gericht wird sich zeigen, wer der Verlierer ist. Apropos, das war in der Post. Die Vorladung vom Gericht. Ja. Bald ist es soweit. Philipp oder ich. Meine allerletzte Chance, aus allem rauszukommen.
Hoffentlich wandert Philipp in den Knast. Hi, machst uns bitte einen O-Saft? Moment, die anderen warten schon länger. Bist du allein? Wo ist denn Nina? Die musste weg. Eigentlich sollte Jonas einspringen, aber ich habe seine Schicht übernommen. Und was hat er zu seiner Entschuldigung gesagt? Gar nichts. Er hat sich einfach seit Tagen nicht blicken lassen. Nina ist auch ganz schön sauer. Jonas hat einige Probleme zurzeit. Ach ja? Ich auch. Meine Freundin will Schluss machen, weil ich dauernd Schichten schieben muss. Wo kann er nur stecken? Wieso interessiert dich das? Jonas ist mein Freund. Oh, super Freund. Ich weiß überhaupt nicht, warum du noch einen Gedanken an ihn verschwendest. Hör mal, es geht ihm wirklich dreckig. Nach der ganzen Daniel, er hat dir mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Aber wer hat ihn denn so weit gebracht? Doch nur Kathi. Sie hat eingesehen, dass sie was falsch gemacht hat und dass sie Hilfe braucht. Sie ist sogar freiwillig in eine Klinik gegangen. Jonas dagegen... Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr auf das Thema, okay? Ja, aber... Santos. Kathi, wo bist du? Ja, und das Essen mit dem Vorstandsvorsitzenden in München sagen Sie bitte auch ab. Genau. Ihnen wird schon eine Ausrede einfallen. Ja, morgen früh bin ich wieder im Büro. Danke. Stress bei Avatex? Was Neues von Caroline? Nein. Isabel, als du das letzte Mal mit ihr gesprochen hast, ist dir da irgendwas aufgefallen? Kann ich nicht sagen. Nee. War sie nervös wegen der Hochzeit? Warum fragst du? Vielleicht will sie sich gar nicht kirchlich trauen lassen. Morgen wissen wir mehr. Marc wird sie finden und dann klärt sich alles auf. Hoffentlich. Es hat ja wirklich keinen Sinn, sich deswegen verrückt zu machen. Glaub mir, auf Marc ist Verlass. Im Übrigen, er spielt mit dem Gedanken, eine Agentur aufzumachen, die Bodyguards vermittelt. Ach, tatsächlich? Ja, die verschiedensten Fälle von Personenschutz. Finde ich eigentlich ganz gut, die Idee. Willst du mit einsteigen? Nein. Nein, ich will lieber selber irgendwas aufmachen. Kleinen Laden oder so. Ich weiß noch nicht. Warum nicht? Sag mir Bescheid, wenn die Pläne konkreter werden, ja? Vielleicht kann ich dir beim Start ein bisschen helfen. Finanziell, meine ich. Ich weiß nicht. Aber ja, du gehörst doch zur Familie, oder? Da ist sie. Hi, Kathi. Setz dich doch. Hi. Willst du was essen? Nein, danke. Ja, wir haben gar nicht so schnell mit dir gerechnet. Wie geht's dir? Soweit ganz gut. Ja, ehrlich. Wie war's denn so? Du meinst in der Klinik? Es war ganz okay. Ich hatte eine sehr nette Therapeutin und wir haben viel geredet über alles. Und jetzt bist du wieder auf Grünau? Aber wahrscheinlich nicht sehr lange. Meine Therapeutin hat mir vorgeschlagen, eine Reise zu machen. Vielleicht besuche ich Jackie in den Staaten. Ja, so eine Reise ist wahrscheinlich ganz gut. Würde ich auch machen an deiner Stelle. Ja. Allerdings muss ich hier vorher einiges in Ordnung bringen. Was meinst du damit? Es tut mir furchtbar leid, dass ich mich euch gegenüber so verhalten habe. Ist schon gut, also wir müssen da nicht drauf rumreiten. Doch, ihr habt mich immer wieder gewarnt, aber ich wollte ja einfach nicht auf euch hören. Und ich war auch ziemlich zickig zu euch. Ach, wir haben auch Fehler gemacht, Kathi. Wir haben einfach zu spät begriffen, was mit dir los ist. Nein, ihr habt euch völlig korrekt verhalten. Wie gute Freunde eben. Also, alles, was ich sagen kann, ist, es tut mir furchtbar leid. Christoph von Anstetten is not there anymore. Oh, no message. Thank you. Nina, was machst du denn hier? Ich bin gekommen, um dir genau dieselbe Frage zu stellen. Wie hast du mich so schnell gefunden? Marc hat dich gefunden. Im Auftrag von Henning. Oh Gott. Dann weiß Henning, dass ich hier bin? Nein, er hat keine Ahnung. Noch nicht. Ein Glück. Wieso noch? Wirst du es ihm sagen? Caroline, was ist nur in dich gefahren? Wie konntest du einfach so abhauen? Henning macht sich wahnsinnige Sorgen um dich. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Und das viele Gepäck? Willst du nach Kanada? Antworte mir, willst du zu Christoph oder nicht? Kann sein. Ich habe mich noch nicht entschieden. Und was ist mit Henning? Willst du ihn einfach so abservieren? Bitte, Nina, ich mache mir schon Vorwürfe genug. Das hat Henning nicht verdient. Du musst ihm die Wahrheit sagen, das ist das Mindeste. Das kann ich nicht. Warum glaubst du, bin ich hier? Du kannst
es auf Dauer nicht verheimlichen? Er erfährt es so oder so. Ich weiß doch noch gar nicht, ob Christoph mich überhaupt will. Ob ich wirklich nach Kanada... Mensch, kannst du mich nicht verstehen? Nein! Henning ist mein Freund. Wenn du einfach so abhaust, dann werde ich eben mit ihm sprechen. Hey, die sehen aber gefährlich aus. Denver Dynamites. Möchtest du auch einen? Nein, ich bin im Dienst. Wer hat die denn bestellt? Die Tante da drüben und ihr Begleiter. Simon? Ja? Pass auf, was du sagst. Die Tante da ist wirklich meine Tante. Oh, das tut mir leid. Das macht nichts. Clarissa und ich haben uns eh nicht mehr viel zu sagen. Tag, Uli. Danke dir. Tag, Clarissa. Bitteschön. Darf ich die Speisekarte bringen? Später. Ich bin sicher, dass Linke sich bald bei mir melden wird. Andernfalls werde ich ihm Beine machen. Wenn er meinen Auftrag haben will, dann muss er sie einstellen. Was würde ich ohne sie machen? Das frage ich mich auch. Auf ihre Zukunft. Hab ich's doch gewusst. Ihr beide steckt wieder unter einer Decke. Wie bitte, was fällt Ihnen ein? Ach, ihr habt doch nur eins im Kopf. Arno fertig machen, das ist das Einzige, was ihr könnt. Müssen Sie eigentlich so schreien? Du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen, Steffi. Ach ja, willst du wieder handgreiflich werden? Das hatten wir ja schon mal. Ich schwöre dir, Arno ist weg vom Fenster. Leider, leider. Und mit dir rechne ich auch noch ab. Ja, das werden wir ja noch sehen. Wie konnten Sie sich nur mit dieser Person einlassen? Keine Ahnung. Sag mal, wo ist eigentlich Jonas? Ich hatte ja ein bisschen Angst, ihn zu sehen, aber er scheint gar nicht da zu sein. Nein, ich weiß auch nicht, wo er steckt. Ich habe ihn schon ein paar Tage nicht gesehen. Wieso? Arbeitet er nicht mehr hier? Doch. Aber ich glaube, er ist mit der Uni auf einer Exkursion. Ach so, schade. Ich wollte mich bei ihm entschuldigen. Für alles. Falls er mir überhaupt zuhört. Das macht er bestimmt. Ja, hoffentlich. Ich muss jetzt auch los. Grüßt ihr ihn, wenn ihr ihn seht? Ja, machen wir. Ich rufe dich an, ja? Okay, tschüss. Ciao. Tschüss. Ob das jetzt so gut war? Was? Ja, deine Notlüge mit der Uni-Exkursion. Daniel, hätte ich ihr sagen sollen, dass Jonas verschwunden ist? Da regt sie sich doch total auf. Nach dem ganzen Stress braucht sie erstmal Ruhe. Ja, vielleicht hast du recht. Ich habe mich einfach ins Auto gesetzt und bin losgefahren. Ohne einen konkreten Plan. Mit 2 großen Koffern. Für alle Fälle. Ich wusste ja nicht, wie lange ich bleibe. Da bin ich hier in diesem Hotel gelandet. Klar, einfach so. In Frankfurt, direkt am Flughafen. Was für ein Zufall. Mach mir doch nichts vor, Caroline. Du hattest doch vor, nach Kanada zu fliegen. Ich habe vielleicht mit dem Gedanken gespielt, aber gerade als du gekommen bist, erschien mir alles völlig absurd. Ehrlich gesagt, es ist absurd. Henning plant eine riesige Hochzeit und du? Was soll ich denn tun? Dir in absehbarer Zeit darüber klar werden, was du willst. Und vor allem, wen du willst. Henning oder Christoph. Ich weiß es einfach nicht, Nina. Henning ist ein so wundervoller Mensch. Der dich wirklich liebt. Während du am Flughafen lauerst auf den nächsten Flug nach Kanada. Als du gekommen bist, da wollte ich eigentlich schon wieder zurück. Nach Hause. Ja und? Warum stehen wir denn noch hier? Wie soll ich Henning denn jetzt erklären, warum ich abgehauen bin? Uns wird schon irgendwas einfallen. Wir haben aber nicht mehr viel Zeit. Wieso? Morgen früh erfährt Henning, wo du bist. Von Marc. Wir müssen also rechtzeitig da sein. Da bin ich wieder. Kathi, ich glaub's ja nicht. Hi. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich bin auch froh. Wie geht's dir? Wo ist Caroline? Mir geht's gut, danke. Warum hast du nicht angerufen? Ich hätte dich doch abgeholt. Ach, Quatsch. Ich wollte sowieso noch bei Daniel und Gabriella im No Limits vorbei. War Jonas auch da? Nein, er ist unterwegs auf einer Exkursion. Dann geht's ihm wohl wieder besser. Das nehme ich an. Ich muss ihn unbedingt sehen, wenn er wieder da ist. Ich habe so ein schlechtes Gewissen seinetwegen. Wirklich. Ja, klar. Aber so ganz unbeteiligt war er doch auch nicht. Henning, ich habe ihn dazu gezwungen. Und ich habe ausgenutzt, dass er mich verliebt war. Doch, genau so war es. Das sehe ich jetzt völlig klar. Und das muss ich ihm auch unbedingt sagen, so schnell es geht. Gut.
Aber nicht mehr heute Abend. Ich schlage vor, du gehst mal ein bisschen schlafen. Du siehst ziemlich kaputt aus. Ja, ich bin auch ziemlich müde. Aber wo ist Caroline denn jetzt, im Atelier? Nein, sie ist für ein paar Tage weg. Auf einer Ausstellung. Aha. Und was ist das hier? Wie Zusagen zu eurer Hochzeit? Ihr seid doch schon verheiratet. Ja, wir wollen noch mal kirchlich heiraten. Was? Und das erfahre ich erst jetzt? Mensch, gratuliere. Brauchst du noch lange? Steffi hat frische Brötchen mitgebracht. Sag mal, und Philipp hockt wirklich mit dieser Clarissa zusammen in aller Öffentlichkeit? Ja, sie machen wieder gemeinsame Sache gegen Anne. Jetzt ist es klar. Guten Morgen, mein Name ist Linke. Ich möchte zu Arno Brandner. Ja? Er hat sich gestern bei mir um eine Stelle beworben und ich wollte ihm seine Unterlagen zurückbringen. Ach so, kommen Sie doch bitte rein. Ich bin Frau Rhein und das ist Frau Sander, Arnos Nichte. Tag. Hallo. Sie werden sich fragen, warum ich gekommen bin. Ja, nehmen Sie doch bitte Platz. Ich wollte noch einmal persönlich mit Herrn Brandner sprechen. Das Bewerbungsgespräch ist wohl nicht so gut gelaufen. Kann man sagen. Wie sind Sie eigentlich auf Philipp Brandner gekommen? Diesen Betrüger? Das ist ja wohl meine Sache. Arno, Besuch für dich. Arno! Tja, schauen Sie sich ruhig um. Herr Brandner hat nicht immer in solchen Verhältnissen gelebt. Ja, man hört so einiges in der Branche. Aber sicher nicht nur die Wahrheit. Komm, Steffi, wir überlassen mal den beiden Herren die Manege. Ja, machen Sie es sich bequem. So, und jetzt habe ich Hunger. Herr Linke. Armer Björn, hat ganz schön Stress. Nee, Jonas ist schon wieder nicht aufgetaucht. Ich fasse es nicht. Guck mal, wer da kommt. Schön. Kommst du auch mal wieder? Willst du hier arbeiten oder nur frühstücken? Dann verzieh dich, wenn du willst. Ich mach das hier schon allein. Das will ich mal sehen. Es ist die Hölle los. Die da drüben warten schon die ganze Zeit. Das Wasser ist auch alle. Ja, das wohl halt welches. Hier, Na endlich. Meine Güte, der hat vielleicht eine Laune. solange er so drauf ist, sollte Kathi ihm besser nicht begegnen. Henning. Woran denkst du? An das Hochzeitsmenü, die Gästeliste oder den Brautstrauß? An alles. Hoffentlich vergisst du nichts. Willst du schon wieder los? Was hast du denn vor? Also erstmal wollte ich ausreiten. Das heißt, nee, jetzt brauche ich ja noch ein Kleid für die Hochzeit. Und heute Nachmittag bin ich mit Gabriela verabredet. Also, volles Programm. Tschüss. Tschüss. Gott, dir scheint's ja wieder gut zu gehen. Sag mal, hat Marc sich schon gemeldet? Nein, noch nicht. Dann hat er Caroline immer noch nicht gefunden. Mir reicht's jetzt. Ich schalte die Polizei. Warte, ich rufe ihn gleich an. Ich komme mit. Du hast ja noch nicht mal was gegessen. Iss erst mal was. Hm? Komm, wenigstens ein Brötchen. Ich bin gleich wieder da. Caroline. Wo zum Teufel hast du gesteckt? Ich konnte nicht wissen, dass Sie und Ihr Cousin sich nicht gut verstehen. Herr Linke, wenn Sie ihn einstellen wollen, das ist doch Ihre Entscheidung. Wissen Sie, Herr Brandner, ich bin schon sehr lange in diesem Geschäft. Bevor ich jemanden einstelle, mache ich mir gern von jedem Bewerber ein eigenes Bild. Tja. Ich habe mich auch nie auf Unterlagen allein verlassen. Was für mich zählte, war der persönliche Eindruck. Damit bin ich gut gefahren. Bis zu dem Tag, an dem ich Philipp Brandner einstellte. Herr Linke, lassen Sie sich nicht aufhalten. Ich meine, Sie haben doch irgendetwas anderes noch vor. Wohl wahr. Nur Unterlagen. Hätten Sie mit der Post schicken können, ich bitte Sie. Nein, das ist ein Arbeitsvertrag. Was ist das? Ich brauche schnell einen neuen Projektleiter. Und zwar Sie.
Kannst du mal eben einen Tisch 4 abkassieren, bitte? Mach doch selber. Die da drüben waren alle O-Saft. Frisch gepresst natürlich. Hallo Jonas. Tag. Kann ich auch so einen O-Saft haben, bitte? Dankeschön. Ich dachte, du wärst noch verreist. Ah ja? Ja, Gabriela und Daniel haben mir erzählt, dass du auf Exkursion bist. Interessant. Mit dem Auto? Oder vielleicht mit einem kleinen Flugzeug? Vielleicht habe ich da was falsch verstanden. Na, wahrscheinlich. Bitte, Jonas, hör mir zu. Warum? Ich weiß, was ich dir angetan habe. Schön für dich. Bitte schau mich an, ich möchte dir das erklären. Bedauere. Kein Bedarf. Wann ist deine Freundin gestorben? Am Wochenende. Ganz plötzlich. Ich hab's in der Zeitung gelesen. Und da die Beerdigung am selben Tag stattfand, da bin ich sofort losgefahren. Ich wollte dir doch Bescheid geben, aber ich wusste nicht, wo du warst. Caroline, du hast mir noch nie von dieser Freundin erzählt. Wie hieß sie nochmal? Andrea. Andrea Eiden. Ich habe sie schon jahrelang nicht mehr gesehen. Wir sind damals im Streit auseinandergegangen. Wieso hast du mich nicht angerufen? Oder Isabel? Oder wenigstens Christiane Bescheid gesagt. Wir haben uns alle verdammt viel Sorgen um dich gemacht. Ich weiß, es tut mir auch furchtbar leid. Aber nach der Beerdigung, da wollte mich ihre Mutter nicht mehr loslassen. Sie war völlig am Boden zerstört. Okay. Schon gut. War sie ihre einzige Tochter? Ja. Ich wäre doch mit dir gefahren. Es tut mir so leid. Ich habe schon befürchtet, deine Abreise hätte mit mir zu tun gehabt. Wieso? Ich hatte einfach Angst, dass du diese ganze kirchliche Trauung nicht willst und deshalb die Flucht ergriffen hast. Wie kommst du denn darauf? Bitte, Jonas, gib mir doch wenigstens eine Chance. Tag, Ryan. Tag, Björn. Ist meine Tochter da? Nina ist gerade oben auf dem Zimmer. Möchten Sie was trinken? Oh ja, einen Kaffee bitte. Ich habe Heino so sehr vermisst. Ich wollte es einfach nicht wahren, dass er tot ist. Kathi, hör auf. Bitte, Jonas, glaub mir, der Kathi! Ich habe Heino so sehr... Halt endlich die Klappe! Lieber Christoph, dein Brief hat mich ziemlich verwirrt. Warum schiebst du geschäftliche Gründe vor, wenn deine Absage doch nur einen Grund hat? Du liebst mich noch immer. Auch ich kann nicht vergessen, was zwischen uns war. Geht's dir besser? Henning hat mir gesagt, du hättest dich hingelegt. Naja, wenigstens bist du wieder aufgestanden. Ich habe mich entschieden. Wie? Entschieden? Ich liebe Christoph und ich werde zu ihm nach Kanada fliegen. Was? Und jetzt gehe ich zu Henning und sage ihm endlich die Wahrheit.